Es beginnt nicht mit Gold, sondern mit Staub. November 1922 im Tal der Könige. Eine Hacke trifft auf etwas Hartes, nicht zufällig. Eine Kante. Und im Geröll zeichnet sich der obere Rand einer Stufe ab. Für die Männer ist das nur Stein, für Carter ist es Geometrie. Ein sauberer Schnitt im Fels. Gewollt, versteckt. Jemand hat hier einen Weg nach unten verschlossen. Und wenn dieser Weg wirklich führt, dann hat das Tal uns jahrelang angelogen. Ich zwinge mich zur Ruhe. Eine Stufe ist klein, aber sie ist eindeutig. Ich wische den Staub weg, als würde ich ein Geheimnis freilegen, das ich nicht wehren kann. Und trotzdem zittert in mir etwas. Nicht Angst, Hoffnung. Wenn das ein Eingang ist, dann war all die Mühe nicht umsonst. Dann hat das Tal uns nicht besiegt. Dann hat es nur gewartet. Der Name, der über dieser Geschichte schwebt, gehört einem Jungen. Tutanchamun. Er regiert in der 18. Dynastie nach den Umbrüchen der Amarna-Zeit. Und schon sein Name ist ein Signal. Tutanchaten wird zu Tutanchamun. Rückkehr zu Amun. Rückkehr zu Ordnung. Doch er stirbt jung, viel zu jung. Und wenn Zeit fehlt, wird improvisiert. Wenn improvisiert wird, verschwindet etwas im Schatten. Und Schatten im Tal bedeuten manchmal ein Grab, das niemand mehr findet. Tutanchamun fasziniert mich, weil er in den Listen wie eine Lücke wirkt. Ein junger König, zu früh beendet. Wenn ein Leben so abrupt abbricht, bleibt oft etwas Unfertiges zurück. Und Unfertiges verschwindet leichter. Unter Schutt, unter Wegen, unter den Spuren der anderen Könige. Ich sehe seinen Namen und denke nicht an Legenden. Ich denke an Fehler, an etwas, das übersehen wurde. Und wenn es übersehen wurde, dann kann man es finden. Man muss nur hartnäckiger sein als die Zeit. Geschichte kannst du nicht lernen, wenn du Tausende von Jahreszahlen auswendig lernst. Das ist nicht Geschichte, sondern Geschichte ist, wenn du die großen Zusammenhänge siehst. Und dafür bin ich meinen Geschichtslehrerinnen äußerst dankbar, weil die nämlich genau das gemacht haben. Und letztendlich haben die auch bewirkt, dass mein Geschichtsinteresse immer weiter gewachsen ist und ich dann auch nachher Geschichte studiert habe. Also, den Damen sei mein großer Dank geschuldet. Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge History Project. Wir sind heute in Köln und wir haben heute eine ganz besondere Ausstellung, nämlich Tutanchamun. Und bei uns haben wir hier die Frau Mönch, die uns ein paar Worte über die Ausstellung sagen kann. Also wie lange geht die Ausstellung noch und was sehen wir hier? Genau, die Ausstellung geht voraussichtlich bis zum 8. März diesen Jahres. Ja, zu sehen haben wir ganz, ganz viele Replikas, eben auch ein Replika der berühmten Totenmaske von Tutanchamun. Außerdem haben wir einen Kinofilm, wo wir ein bisschen darüber aufklären, wie Howard Carter das Grab damals entdeckt hat. Einen immersiven Raum mit großen Projektionen. Will ich nicht zu viel vorwegnehmen, wäre jetzt ein bisschen viel, aber der ist auf jeden Fall sehr eindrucksvoll. Ja, wir haben wie gesagt ganz viele Darstellungen, ganz viele Nachbauten, viel vergoldet, also auch schön so nachempfunden, wie es eben damals ausgesehen hat oder wie es gefunden wurde. Ja. Wir haben Nachbildungen von der Schatzkammer, so wie sie damals gefunden wurde. Also alles sehr groß, sehr imposant, sehr golden. Genau, und ich hoffe, es gefällt. Also wir waren schon drin und das zeigen wir euch jetzt in dieser Folge. Also ich bin total beeindruckt, Leute. Und ich denke, der Herr Carter, der diese Grabkammer entdeckt hat, der war, ich kann es mir gar nicht in Worte fassen, total euphorisch. Also das ist
Ganz toll. Ja. Geht hier auf jeden Fall nach Köln, schaut euch diese Ausstellung an und wir wünschen euch auf jeden Fall viel Spaß bei dieser Folge. Und danke an Frau Mönch. Sehr gerne. Dann, tschüss. Carters Ziel ist kein Mythos, sondern ein Ort. Ein Grab. Und es könnte kleiner sein, als viele erwarten. KV 62 ist kein Palast im Fels. Es ist kompakt. Und gerade das macht es gefährlich leicht zu überdecken. Dazu kommen frühe Hinweise. Objekte aus KV 54 tragen Tutanchamuns Namen. Spuren, die sagen, er ist hier. Aber niemand weiß, wo. Für viele sind es Fragmente. Für Carter ist es ein Muster. Und Muster führen. Ich stelle mir ein Begräbnis vor, das zu schnell kommt. Hände, die das Ritual sichern müssen, obwohl die Zeit fehlt. Wenn dann Jahre später sein Name auf Bestattungsresten auftaucht, ist das für mich wie ein Fingerabdruck. Ein Zeichen, dass irgendwo ein Raum existiert, der noch nicht erzählt hat, was er weiß. Und ich spüre es in mir wie einen Druck. Wenn ich diesen Raum nicht finde, bleibt er stumm. Für immer. Wir haben hier quasi die Dynastie, der 18. Dynastie von der Familie von Tutanchamun. Der Tutanchamun wurde mit 9 Jahren König, also Pharao. Und nur mit 18 Jahren verstarb er dann. Das Tal der Könige ist kein stilles Museum. Es ist eine Baustelle durch Jahrtausende. Abraum wird abgeladen, Wege werden gelegt, Arbeiterhütten entstehen. So kann ein Eingang verschwinden, ohne dass es jemand plant. Deshalb erwarten viele nur gebrochene Siegel und leere Kammern. Carter aber arbeitet gegen diese Gewöhnung an den Verlust. Er sucht nicht nach Geschichten, er sucht nach Logik. Und Logik ist im Tal selten bequem. Erschöpft ist ein Wort, das Menschen benutzen, wenn sie Ruhe wollen. Ich will keine Ruhe. Ich will Gewissheit. Wenn ein Name wie Tutanchamun als Spur auftaucht, ist das eine offene Rechnung. Und ich bin nicht hier, um offene Rechnungen zu ignorieren, nur weil es bequemer wäre. Ich bin hier, um sie zu begleichen. Mit Arbeit, mit Zeit, mit allem, was ich habe. Bevor man Hieroglyphen lesen konnte, musste man etwas Grundsätzliches wissen. Du brauchst einen Text, den du bereits verstehst, damit du eine unbekannte Schrift überhaupt knacken kannst. Genau das lieferte 1799 die Rosetta-Stele aus Raschid. Derselbe Erlass steht dort in 3 Schriften: Hieroglyphen, Demotisch und Griechisch. Griechisch konnte man lesen. Also verglich man Zeile für Zeile. Young machte wichtige Vorarbeit. Und 1822 zeigte Champollion den entscheidenden Schlüssel. Hieroglyphen sind auch Lautschrift. Plötzlich wurde aus Zeichen wieder Sprache. (1912) fällt ein Satz, der wie ein Urteil klingt. Theodore M. Davis erklärt das Tal praktisch für erschöpft. Für viele ist das der Schlusspunkt. Für Carter ist es der Fehler. Denn Carter hält dagegen mit Daten, Fundlisten, Gelände, Abraumlinien, die Hinweise aus KV 54. Nichts daran ist romantisch, alles ist methodisch. Und genau deshalb ist es gefährlich. Weil Methode den Zufall entlarvt.
Ich lese das Tal wie eine Baustelle. Wo kippt man Schutt ab? Wo baut man Hütten? Und was verschwindet darunter? Die Oberfläche ist nur ein Deckel. Entscheidend ist die Logik darunter. Wenn ich Recht habe, reicht ein einziger freigelegter Stein, um Jahre zu rechtfertigen. Und wenn ich nicht Recht habe, dann bleibt mir nur das Geräusch meiner eigenen Sturheit. Carter ist kein Zufallsjäger. 1899 wird er Chief Inspector of Antiquities of Upper Egypt. Er lernt Schutz, Dokumentation, saubere Abläufe. Diese Disziplin trägt er in jede Grabung, Raster statt Bauchgefühl. In einem Tal voller Gerüchte ist Methode seine härteste Waffe. Denn wer methodisch sucht, findet nicht schneller, aber er findet sicherer. Und Sicherheit entscheidet, ob ein Fund Geschichte wird oder nur ein Skandal. Ich habe zu oft gesehen, wie Eile Beweise zerstört. Ordnung ist kein Luxus. Sie ist Respekt. Wenn ich suche, suche ich so, dass der Fund überlebt. Nicht nur im Licht, sondern in Notizen, Plänen, Fotos. Sonst ist eine Entdeckung nur Lärm. Und ich habe mein Leben nicht für Lärm gegeben. Ich will, dass es Bestand hat. 1905 bricht Carters Karriere im Antikdienst. Ein Zwischenfall in Saqqara. Carter verteidigt die ägyptischen Wächter, verweigert eine Entschuldigung und tritt zurück. Ohne Amt lebt er von Zeichnungen und Aufträgen. Die Suche nach einem großen Grab wird damit mehr als Archäologie. Sie wird ein Kampf um Rückkehr, um Sinn, um das Gefühl, nicht umsonst gefallen zu sein. Saqqara hat mir gezeigt, wie schnell man aus dem System fällt. Danach blieb mir Arbeit ohne Sicherheit. Und in dieser Unsicherheit wächst eine Idee, bis sie dich beherrscht. Wenn ich schon ohne Netz lebe, dann will ich wenigstens wissen, dass ich recht hatte, als ich dem Tal noch etwas zutraute. Nicht für Ruhm, für mich, damit ich nachts wieder atmen kann. Dann kommt Carnarvon. Geld, Einfluss, Geduld auf Probe. Carter bringt Erfahrung und Härte. Ihre Partnerschaft ist notwendig und angespannt. Jeder Winter kostet. Jede Saison braucht Ergebnisse. Hinter jeder Entscheidung steht ein unsichtbarer Countdown. Ohne Finanzierung endet die Suche, egal wie nah man ist. Und Nähe im Tal ist trügerisch. Man kann Meter entfernt sein und doch Jahre daneben. Carnarvon denkt in Ergebnissen. Ich denke in Metern. Er bezahlt für Staub und Schweigen und ich spüre seinen Druck in jedem Blick. Trotzdem brauche ich ihn, weil man ohne Geld nicht gräbt. Wir sind kein romantisches Duo. Wir sind eine fragile Konstruktion. Und sie hält nur, wenn ich liefere. Also liefere ich. Oder ich breche. (1914) erhält Carnarvon die Konzession, dann bremst der Erste Weltkrieg. Ab 1917 gräbt Carter saisonweise systematisch Raster um Raster. Es sieht nicht heroisch aus. Es sieht nach Arbeit aus. Körbe, Schutt, Messpunkte. Aber genau so findet man den Fehler im Gelände, den alle übersehen haben. Die große Entdeckung beginnt oft nicht mit einem Schrei, sondern mit einer Linie im Staub. Stillstand im Krieg war wie ein Knoten im Kopf. Als wir wieder arbeiten, mache ich aus dem Tal ein Schachbrett. Jede ausgelassene Fläche wäre später ein Vorwurf. Die Leute sehen Körbe, ich sehe Entscheidungen. Und ich weiß, wenn wir gewinnen, dann nicht durch Glück, sondern durch Vollständigkeit. Schritt für Schritt, bis das Tal keine Ausrede mehr hat. Jahre vergehen, der große Fund bleibt aus.
Carter konzentriert sich schließlich auf den Bereich nahe Ramses VI., dort wo Arbeiterhütten standen. Für Außenstehende wirkt es wie Sturheit. Für Carter ist es die letzte saubere Logik. Wenn ein Eingang überdeckt wurde, dann dort, wo später gebaut und abgeladen wurde. Und wenn er dort nicht ist, dann ist er vielleicht nirgends. Ich suche nicht nach Wundern. Ich suche nach Unstimmigkeiten. Eine Stelle, die zu ruhig ist, weil sie nie offen lag. Carnarvons Geduld wird dünn. Ich verstehe das. Aber ich kann nicht ehrlich sagen, ich weiß es nicht. Ich kann nur sagen, noch nicht. Und dieses noch nicht ist alles, was mich hält. Juni 1922. Carnarvon will aufhören. Carter bittet um eine letzte Saison und bekommt sie. Damit wird jede Entscheidung scharf. Erfolg oder Ende. Kein nächstes Jahr, keine Ausreden. Hoffnung und Angst sitzen plötzlich in jedem Spatenstich. Und genau das macht die nächste Suche gefährlich. Nicht wegen des Sandes, wegen der Menschen. Als ich um die letzte Saison bitte, klingt es in meinem Kopf wie ein Geständnis. Wenn ich jetzt scheitere, bleibt mir nur Zweifel. Also zwinge ich mich, alle Wege noch einmal zu prüfen. Ich will nicht glauben, ich will wissen. Und Wissen kostet Arbeit, keine Träume. Es kostet auch etwas anderes, Stolz. Denn ich muss zugeben, wie sehr ich es brauche. 1. November 1922. Die letzte Saison beginnt. Carter setzt alles auf den Bereich unter den Arbeiterhütten. Der Start ist unspektakulär, aber die Logik ist hart. Wenn ein Eingang übersehen wurde, dann dort. Dann, nach Tagen, verändert sich der Boden. Eine Kante, eine Stufe. Und plötzlich wird aus Theorie Realität. Ich gebe die Anweisungen knapp, damit niemand in meinen Ton hineinliest. Dann verändert sich der Boden. Nicht viel, nur ein anderer Widerstand. Ich kniee mich hin und sehe die Linie einer Stufe. Mein Körper will jubeln, aber mein Kopf sagt, erst sichern, erst messen, erst kontrollieren. Denn wenn ich mich jetzt verliere, verliere ich alles. 4. November, die erste Stufe. 5. November, die erste verputzte und versiegelte Tür. Jetzt bekommt die Suche Form. Carter lässt den Eingang wieder bedecken, um ihn zu schützen, und informiert Carnarvon. In diesem Tal ist eine Entdeckung nicht nur Archäologie, sie ist Risiko. Denn was gefunden wird, will auch genommen werden. Vor der Tür spüre ich Verantwortung, nicht Triumph. Siegel bedeuten Ordnung. Und Ordnung bedeutet, dass wir nicht die Ersten sind, die Zugriff wollen. Ich lasse alles wieder abdecken. Nicht aus Zögern, aus Schutz. Ein Fund lebt nur so lange, wie du ihn verteidigst. Und ich bin bereit, ihn zu verteidigen. Gegen Menschen, gegen Zeit, gegen mich selbst. Carter sendet ein Telegramm an Carnarvon. Ein großartiger Fund, Siegel intakt, wieder zugedeckt bis zur Ankunft. Damit beginnt das Warten. Und Warten ist hier gefährlich, weil Gerüchte schneller sind als Schaufeln. Carter muss das Geheimnis bewachen, als hinge sein ganzes Lebenswerk daran. Denn genau das tut es. Ich formuliere das Telegramm hart und kurz. Zu viele Worte wären ein Risiko. Danach fühlt sich das Tal anders an, als hätte jemand eine Laterne entzündet. Ich weiß, wenn das rausdringt, kommen Menschen, die nichts schützen wollen. Also wird jeder Tag bis zur Ankunft zur Prüfung. Und ich bestehe diese Prüfung, weil ich muss. 23. November. Carnarvon trifft in Luxor ein. 24. November.
An den Siegeln lässt sich Neb-Keperur lesen, der Thronname Tutanchamuns. Bestätigung und Schock zugleich. Denn es gibt Spuren, dass der Verschluss in der Antike beschädigt wurde. Freude kippt in Zweifel. Unberührt oder geplündert. Ein Name, der alles verspricht. Und ein Riss, der alles bedroht. Neb-Keperure, Tutanchamun. Für einen Moment passt die ganze Welt in diesen Namen. Dann sehe ich die alten Schäden am Verschluss und meine Freude wird scharf. Bitte nicht leer, bitte nicht zerstört. Ich begreife, der nächste Schritt entscheidet nicht nur über einen Fund, er entscheidet über meine Jahre, über mein Leben. Hinter der ersten Tür liegt ein Gang gefüllt mit Schutt. 2 Tage wird geräumt, Korb für Korb. Dann erscheint die zweite verputzte Tür. Wieder Siegel, wieder der Name. Der letzte Verschluss vor dem, was später die Welt verändert. Doch Teil 1 endet genau hier, vor der Öffnung, vor dem ersten Blick. Und genau in dieser Stille wächst die Frage, die man nicht mehr los wird. Was liegt dahinter? Vor der zweiten Tür kann ich nicht mehr jubeln. Ich kann nur atmen. Ich hebe die Hand und halte sie in der Luft. Wenn wir jetzt öffnen, gibt es kein Zurück, nur Konsequenzen. Ich lasse die Hand sinken, nicht aus Angst, sondern weil ich weiß, die Geschichte dahinter gehört in den nächsten Teil. Und du wirst ihn sehen wollen, weil jetzt erst beginnt, was das Tal so lange verborgen hat.